Aha. Haben wir jetzt die Frau dauerhaft oder kommt jetzt der Typ wieder? Oh. The Stanley Parable. Ah, das gibt einen neuen Screenshot. Ein Thumbnail. Also auch einen Screenshot. Und wenn ich jetzt weitergehe, fliege ich irgendwann mal runter. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Das ist eine gute Frage. Was ist das denn hier? Huch. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Nature Paintings. Das sind alle Bilder, die es im Spiel gibt. Also das links kennen wir, das hier kennen wir, das hier minimalisiert, das hier kennen wir, das hier kennen wir natürlich. Den schönen Weg haben wir uns ja ganz am Anfang angeguckt, den malerischen Waldweg. Die anderen zwei bin ich mir gar nicht so sicher. Stanleys Computer. Mittlerweile kann man den wirklich genau so in ein Museum stellen. Das hier ist dann unser Büro. Von hier aus haben wir das Office Layout. Ach, was. The blueprint shows the office from the beginning of the game. The path from Stanley's office to the two doors was the first part of the game that was built. Sections have been added and altered. Further development for the core layout remains almost identical to the first iteration. Warte mal. Hier sind die Fenster, wo man rausspringen können. Ach, okay. Das heißt, wenn man am Anfang hier reinkommt, könnte man auch gucken, könnte man darauf kommen, dass man da rausspringen kann. Wenn man das so von oben sieht. Und wir sind nie... Doch, dahinter... Doch. Da sind wir mal hintergegangen. Hoffe ich doch, oder? Okay, da drüben steht keine Beschriftung dran. Das hier ist klar. Das ist dann der... Ne, das sind die zwei Türen. Was ist hier? Corridor. The pacing of this opening section was important to get right. This corridor has been moved and altered to make sure the player reaches the two doors in a good time. Sehr gut. Und hier haben wir dann den Raum der Entscheidung sozusagen. The two doors. The set of two open doors was the very first concrete piece of Stanley Parable's design. Once this room was created, two rest of the game emerged as an extension of it. An exploration of a contradiction this room posed. Okay. Tschö. Interessantes Hintergrundgeräusch. Hat was, als wären wir hier noch in dieser Fabrik und im Hintergrund würden irgendwelche Maschinen oder irgendwelche Lüftungen laufen. Flying Cabinets. Office Computers. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den mal gesehen habe. Den haben wir gesehen. Oh, auch, oh. Aber den mit Solitär, also mit der Seite. Ne, das ist nicht mal eine Verarsche. Den mit Solitär, den haben wir nicht gesehen. Schade eigentlich. Also, hey, wir sind ja am Ende, wir können das auch noch nachholen, ne? Keine Frage. Hier ist so ein typischer Arbeitsplatz. Typisches Arbeitsplatz-Layout, wollte ich sagen. The Office. Es gibt dieses Layout, es gibt dieses und es gibt dieses. Die unterscheiden sich durch den Boden. Und... Ne, die Türen sind... Doch, die Türen sind, glaub doch gleich. Aber es gibt die 3 Sections. Sozusagen. Button sounds. A selection of the sounds used throughout the game when buttons are pressed. Each sound is a mix of a keyboard stroke and a synthesized tone. Echt? Hä?
Cool. Aha. Aha. Und hier? Huch. Okay. Gut. Credits. The Stanley Parable. Credits. Written and designed by Devay Reeden and William Park. Naja. Additional level design, Colin Eddings and Jack Persons. Programming, Jesus Higuaras. Ich weiß nicht. Sound Design, Robin Arnott und Eduardo Ortiz. And the Impossible, Kevin Brighting as the narrator. Ach was, Kevin Brighting, kann man mal googeln. Original Music, Yannis Ionides, Blake Robinson und Christian Bucker. Additional Voice Work, Leslie Stablas, Viva Pinchas und Jenny Coughlin. Original Artwork, Simon Boxer und Mika Latti. Steam Support, Jason Ryman, Cassidy Gerber, Gerber, wie auch immer, Mike Dunkley und Peter Wyckoff. Model Design, Andreas Jürgensen, das ist ein Schwede oder so. Animation, Ree Soderberg, Maxim Lieblet, Stanley Character Skin. Achso, ja gut. Taggart, Dean Darko. Additional Music. Siddhartha Bonhon, Kevin McLeod. Webmaster Shane Sweeney. Made using source by Valve. Mann, das ist... Credits vorlesen ist immer eine Herausforderung für sich. Kann man mal gucken. Kommt aber auch drauf an, ob man einen guten Tag hat. Maintenance Room. An early version of a maintenance room. Ja. Entschuldigung, wenn ab und zu die Aussprache vielleicht nicht ganz passt. Hier haben wir einen Standarddrucker im Spiel. The Office. Aber wie riesig das ist ja auch dieses... Ja, was ist das eigentlich? Was für ein Stil hier? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Kenne mich ja nicht so aus. Sehr schlicht auf jeden Fall. Also, naja, gut. Außer hier und da drüben. Office Clock. Ja, interessant ist, dass die... Funktionieren da eigentlich auch Minuten? Alter, da funktionieren Minuten. Und wenn ich neu starte, setzt sich die Zeit zurück oder wieder was? Boss Office. Screens from the development of a boss's office. Aha. Okay, also wahrscheinlich Anfang, Mitte, Ende. Mhm. Ganz ehrlich, links sah es fast noch einladender aus wie in der Mitte. Also jetzt nicht, dass sie schlecht gemacht hätten, aber so vom Stil her ist ja persönliche Sache. Eigentlich sollten wir das ja ganz zum Schluss machen. Naja. Employee Lounge, ja, die haben wir gesehen. Underground, das haben wir auch schon gesehen. Eine Early Version of Underground. Partition of the Game. Ach was. Narrator Outtakes? Echt? Kevin Brighting, the voice of a narrator, recorded dialogue for the entire game, roughly 3 separate times over to 2 years of development. These are clips from early takes that were not used in the final game. Und wo genau? Wo ist denn genau? Wo ist denn die Stimme?
Wie hört man das am besten? Where were all of his co-workers? Huh. Oh, I don't know. How about they're throwing a surprise party for him for all his button pushing? Does that sound plausible to you? Stanley stood on the roof. Now look closely, Stanley. See how it's impossible for the player to do anything in this room? Perfect example of poor level design. Textbook mistake. It's the kind of thing you pick up on intuitively if you have even the most fundamental understanding of good and bad game design. But of course, you being you, you'll probably spend the next hour trying to solve it. Here, I'm just... Ich weiß nicht, ob ihr das so richtig hört. Es ist ziemlich leise. Es sieht auch, oder es hört sich auch nicht so an, dass es da irgendwelche lustigen Versprecher geben würde oder so. Also es klang jetzt alles recht normal. Deshalb gehe ich mal weiter. Ich habe irgendwie Schiss, dass ich das irgendwann mal nicht mehr zurückkomme. Deshalb latsche ich hier immer hin und her. Was? Was? War soon. Early in development, we designed an ending where Stanley would end up on a battlefield fighting aliens. The action game would become sentient and would wage war against the narrator. We realized shortly after starting to build it that it was far too jokey and on the nose for the tone of the game. Plus, some people interpreted it as making fun of people who like shooters, which was not our intention. Ja, wahrscheinlich spielen sie selber. Alien Base. Awesome. Was? Awesome. Ami-Flagge. Naja. Es wäre aber schon lustig geworden. Gut, also Warzone gibt es da nicht mehr. Larger. Words. The point of a Stanley Parable HD remix is to lose? Am I going crazy? Maybe it isn't the same image. Was that clock there before? I don't remember. How do I go back? Can you check for me? Point of Stanley Parable HD remix is to win. These are screenshots of a Stanley Parable HD remix. More endings, fewer endings, more narrators, fewer narrators, more Stanley, less Stanley. Yeah. From Like Harris, subject question. Hey Mr. Narrator guy, I have a question for just sir and... Was? How is the game? How is the game going? I hope it is good. Or better than the first one. From a cool man. Was? Narrator emails. After the second trailer we sent out, we asked people to email the narrator for questions, while we had initially planned to use these in further promotional materials. We never found the perfect use for them. Here are a selection of those emails. Ach so. Final warning. There is a skeleton inside of you. There are more was? Ach, das ist mir zu schnell. The Lounge. An early version of a lounge. Okay, das sieht die endgültige doch einladend aus. Hier ein Original-Spitzer aus den Büros. Der muss Millionen wert sein. The Cargo Lift. The Cargo Lift? Ach so. The second version is functional with the same as what's in the final game, but we wanted it to look more like a place where cargo is actually stored. Ja, den Sam ist glaube ich wirklich besser. The Cargo Lift. The Cargo Lift was always intended to offer the choice of staying on or jumping to a different path. However, after this early version, we decided we also wanted the option of a player falling to their death.